Hallo zusammen, hier kommt ein neuer Reisebericht. Diesmal beginnend mit Sturm und Regen. Für uns geht es diesmal ganz spontan nach Himeji und ich war total aufgeregt. Ich war nämlich nie weiter als Osaka in die Ecke gereist. Ich hatte es zwar immer wieder vor, aber es kam stets etwas dazwischen. Erst letztes Jahr der Taifun, als wir nach Fukuoka wollten. Deshalb habe ich mich umso mehr gefreut, dass es endlich in die Ecke Japans ging. Auch wenn uns eine sehr lange Autofahrt erwartete. Wir machten immer wieder mal Stopps, wenn Shiori aufgewacht ist, die meiste Zeit der Fahrt ganz brav geschlafen hat. Und Mann, sie hat echt brav durchgehalten. Ich meine, die Fahrt dauerte um die 7 Stunden. Beim ersten Stopp in Shizuoka habe ich total abgefahrene Colaflaschen gefunden. Ich habe mir ein paar davon mitgenommen und stelle sie euch in einem der nächsten Videos vor. Der nächste Halt war die Nagashima-Raststätte. Diese hatte sogar ein eigenes Ashiyu, das man frei benutzen konnte, und drin gab es leckeres Softcream-Eis. Ich habe den Wa-Mix gewählt mit Matcha und Anko-Geschmack. Der war echt total lecker. Endlich in Himeji angekommen. Mein Mann musste zum Glück erst am nächsten Tag arbeiten. Daher haben wir alle zusammen erstmal die Burg gestürmt. Vor dem Schloss gibt es einen großen Park und sogar einen Zoo. Das Schloss ist einfach wunderschön und ich kann mir vorstellen, dass der Park zur Kirschblütenzeit noch viel schöner ist. Ein kleiner Teil war noch Baustelle, aber den Großteil konnte man glücklicherweise in voller Pracht bewundern. So ein wunderschönes Schloss. Es ist eines der ältesten erhaltenen Bauwerke aus dem 17. Jahrhundert und gehört zu den nationalen Kulturschätzen Japans und ist seit 1993 UNESCO-Weltkulturerbe. Früher war das Schloss nur ein kleines Fort des Akamatsu-Clans, hat sich aber über die Jahre zu einem beeindruckenden Gebäude entwickelt. Vor allem um 1580 rum, als Toyotomi Hideyoshi die Burg einnahm und sie erweiterte. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Burg zwar bombardiert, überstand den Angriff jedoch nahezu unbeschädigt. Nun aber genug mit dem Geschichtsunterricht. Oben im 6. Stock angekommen, gab es eine wundervolle Aussicht und man konnte die Shachihoko auf den Dächern sehen. Diese sind Wächter, die wie Fische aussehen. Sie sollen die Burg vor Feuer und anderen Katastrophen bewahren. Ich war echt froh, dass wir das Schloss gemeinsam besuchen konnten. Es war wirklich toll. Am nächsten Tag hieß es alleine mit der kleinen Himeji erkunden. Da unser Hotel recht nah an der Station lag, habe ich mir ein paar Örtchen rausgepickt, die ich unbedingt besuchen wollte. Habe die Kleine geschnappt und los ging's. Himeji ist ganz einfach aufgebaut und übersichtlich. An der Station hat man viele Kaufhäuser und Restaurants. Und eine lange Straße führt dich zum Schloss, das man schon in der Ferne sehen kann. Entlang der Straße gibt es noch ein paar tolle Einkaufsmeilen. Die habe ich zeitlich aber leider nicht mehr geschafft zu erkunden. Das nächste Mal dann. Heute geht's ein wenig auf Schreinjagd. Der erste Stopp war der Harima no Kuni Soja Itate Hyoso Schrein. Mann, was ein Name.
Hinter dem prächtigen Tor verbarg sich eine total schöne Schreinanlage. Direkt daneben war der Himeji-Gokoku-Schrein. Momentan sind dort viele steinerne Ausstellungsstücke ausgestellt. Ich fand vor allem das mit den Flammen toll. Während ich darauf wartete, dass mein Gushuin fertig gemacht wurde, habe ich mich mit einer älteren Priesterin unterhalten, die total hin und weg von Shiori war. Danach bin ich nochmal zum Schloss gegangen, um etwas zu holen, was ich am Tag davor vergessen hatte. Einen Gojoin. Ja, auch bei Schlössern kann man diese Siegel sammeln. Und die haben zum Teil auch echt tolle Designs. Danach habe ich den Kokoen besucht. Ein kleiner Park, den ich sehr empfehlen kann. Der war wirklich wunderschön und es war so entspannend, dort zu spazieren. Man kann entweder ein Kombiticket für Schloss und Park erwerben oder für beide getrennt. Danach bin ich langsam zum Hotel zurückgekehrt und habe abends noch das Onsen genossen. Hier ein paar Bilder, damit ihr einen Eindruck davon bekommt. Das Onsen kann man in dem Hotel auch unabhängig davon besuchen, ob man ein Zimmer gebucht hat oder nicht. Am nächsten Tag ging die Reise auch schon weiter. Was da dann alles passiert ist, erfahrt ihr dann im nächsten Video. Fortsetzung folgt im zweiten Teil.